Das bin ich und das ist die DJI Mini 4 Pro und viele haben mir geschrieben im Laufe der Zeit, was mache ich mit der Mini 4 Pro im Ausland? Kann ich sie in Italien fliegen? Was mache ich in Sizilien? Ich will nach Griechenland, ich will dort fliegen, etc. und so weiter und so fort. Und in diesem Video gebe ich euch meine Antwort, wie ihr im Vorhinein und natürlich auch direkt vor Ort eure Drohne direkt einstellen könnt, gleichzeitig auch Bescheid wisst über das Land, was für Drohnengesetze dort herrschen, wie ihr dort reagieren müsst, wie ihr fliegen könnt und so weiter und so fort. Es gibt nämlich auch im Netz unwahrscheinlich gute Seiten, die euch wirklich jedes Land der Erde zeigen, wo man mit der DJI Mini 4 Pro fliegen kann, was du beachten musst, wie die besten Einstellungen sind und was du im Voraus hier vorbereiten musst. Das erkläre ich euch jetzt in diesem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Viele haben mich auch gefragt, mit welcher Kamera ich filme und ich mache alles momentan mit dem DJI Osmo Pocket 3. Schönen ND-Filter drauf, Ersatzakku ran, DJI Mic und du brauchst keine große Kamera mehr. Das Ding ist wirklich der Wahnsinn. Trackt dich und macht alles richtig schick und fein und dementsprechend hat ja DJI auch hammergeile Technik. Und die kannst du natürlich auch in den Urlaub mitnehmen. Warum nicht? Klein, kompakt und wendig. Und du musst natürlich, bevor du in den Urlaub fährst bzw. ins Ausland, einige Dinge beachten, die du hier als Vorbereitungsmaßnahmen treffen musst. Als erstes, ganz, ganz wichtig, immer das neueste Update ziehen. Egal wo du hinfährst, klar, EU, da ist das Roaming mit dem Mobiltelefon eigentlich relativ entspannt. Aber nach Amerika, Brasilien oder irgendwo anders in der Welt, da gibt es natürlich dann extra Tarife und zieh dir vorher immer dein Update. Teilweise gibt es manchmal ein Update von DJI, 1,3 GB, 1,5 GB groß. Und wenn du das im Ausland machst, habe ich alles schon durch, dann bist du mal pauschal 20 € los an Internetkosten. Muss nicht sein, also vorbereitenderweise immer das neueste Update ziehen, bevor es losgeht. Dann ist natürlich noch ganz wichtig die SD-Karte. Und zwar, klar, hat die DJI Mini 4 Pro auch einen kleinen festen Speicher verbaut, aber nimm dir auch eine zweite bzw. noch eine dritte SD-Karte mit, auch wenn du denkst, die ist groß genug, die reicht. Denn es kann folgender Fakt passieren: Die SD-Karte ist erstens voll. Die SD-Karte springt dir anhand der wunderbaren Halterung von DJI einfach mal raus und sie ist weg im Sand. Hatte ich alles schon. Was machst du dann? Also SD-Karte mitnehmen, Micro-SD-Karte 1, 2 oder 3 mit einpacken, kann niemals schaden. Und auch noch interessant, vorher mal nach Zubehör umschauen, wenn du jetzt in solchen Situationen drehst, wie ich zum Beispiel. Pure Sonne, es ist Strand, es ist Sommer und du hast natürlich dann die DJI Mini 4 Pro am Start. Nimm dir ein paar ND-Filter mit, das ist das Wichtigste überhaupt. Du kriegst so crispe, super Bilder im Sonnenschein, auch im Schnee, wenn du jetzt nach Österreich oder in die Schweiz fährst zum Skifahren, auch schön ND-Filter eingepackt und das ist auch relativ wichtig. Wenn es dann ans Einpacken der Drohne geht, dann ist es natürlich relativ wichtig, dass du die Akkus, also den Akkupack bzw. die Akkus, die du hast für die DJI Mini 4 Pro, ins Handgepäck packst, weil die Airlines sehen es nicht gerne, wenn die Akkus im Koffer sind. Kann sich natürlich dann der Fall wiederholen, dass die Akkus mal anfangen zu brennen oder zu heiß werden im Gehäuse etc. und so weiter und so fort. Also Akkus bitte ins Handgepäck oder vorher bei deiner Airline nachlesen, wie das geregelt ist. Bei mir war es meistens so in Europa, Akkus meistens ins Handgepäck und die Drohne kannst du dann in den Koffer legen, das ist auch nicht so schlimm, oder du nimmst sie halt mit. Ich habe die Drohne und die Akkus im Handgepäck gehabt, bin jetzt sozusagen hier auf Fuerteventura, 5 Stunden Flug mit Ryanair und da ist nichts passiert, die waren völlig easy. Es kann natürlich passieren, dass die manchmal Sprengstoffproben nehmen am Zoll, also sozusagen hier die Drohne abstreichen und auf Sprengstoff prüfen, aber wir sind ja alle die Netten und wir machen solchen Quatsch nicht und deswegen haben wir da ein sauberes Gewissen. Auch noch ein kleiner Fakt, bevor du losfliegst: DJI Care-Versicherung. Nicht vergessen, wenn die Drohne schon älter als ein Jahr ist, beziehungsweise vorbereitenderweise verlängern. Da hast du immer mehr Glück, wenn dir die Drohne im Ausland, da sind ja natürlich andere Situationen als bei uns in Deutschland, irgendwie kaputt gehen sollte, hast du immer noch DJI Care, die dann dafür zuständig sind, dir die Drohne zu reparieren, beziehungsweise dir eine Ersatzdrohne stellen. Das geht auch weltweit, kostet zwar ein bisschen mehr, aber es geht. Wenn du jetzt professionell unterwegs bist, DJI Care hast und in Amerika bist, zack, kriegst du eine neue Drohne innerhalb von 5 Tagen, kostet aber ein bisschen Kleingeld, ich glaube so um die 130 $ oder so. Es ist einem Kollegen bei mir damals passiert und der hatte, wie gesagt, diese Erfahrung. Aber DJI Care vorher prüfen, ist es noch gültig, ist es nicht gültig und wenn es nicht gültig ist, dann im Bedarfsfall verlängern.
Auch eine interessante Information, schau dich vorher noch ein bisschen nach Zubehör für die DJI Mini 4 Pro um. Das gibt, wie gesagt, ND-Filter, das gibt auch Landepads. Gerade wenn du hier so am Strand unterwegs bist, dann ist es natürlich doof, wenn du jetzt ein Landepad nicht mit hast. Dann nimmst du einfach ein Landegestell. Ich habe hier immer so ein Landegestell mit, was gleichzeitig orange ist und natürlich auch aus Schaumstoff. Denn falls die Drohne über dem Meer abstürzt, siehst du die natürlich, kannst die aus dem Meer rausholen und kannst du dann zu DJI einschicken, was natürlich relativ wichtig ist. Ansonsten siehst du gar nichts im Meer, wenn du jetzt auf dem Meer die Spiegelung beachtest und alles andere kannst du vergessen. Diese graue Farbe, die siehst du nicht auf dem Meer. Gleichzeitig gibt es auch noch schöne Sachen, wie zum Beispiel den Sonnenschutz für den DJI RC-Controller. Der hilft dir dann, das Display besser zu erkennen. Hier gerade bei solch einer Sonne ist es natürlich nicht allzu hell. Aber wenn ihr Zubehör benötigt, ich habe euch mal, weiß ich was, 100 Dinge für die DJI Mini 4 hier in die Videobeschreibung mit reingepackt. Könnt ihr gerne mal nachgucken. Wenn ihr was für euren Außenaufenthalt benötigen solltet, einfach hier mal in die Videobeschreibung reinschauen. Ich habe, glaube ich, alles aus dem Netz rausgefischt, was es momentan gibt. Dann gibt es natürlich noch extra Videos von mir in Sachen Zubehör. Also da könnt ihr bei mir auf dem Kanal sicher sein, dass das stimmt. Dann geht es natürlich ins Ausland bzw. ins heiß ersehnte Urlaubsland. Und da müsst ihr natürlich wissen, ja, was mache ich jetzt in meinem Land? Was passiert in Spanien? Was passiert in Italien, in Griechenland und überall auf der Welt? Es gibt sogar Länder, die beschlagnahmen eure Drohne direkt am Zoll, wenn ihr dort einreist. Sowas gibt es bei uns auf der Welt auch noch. Und um diese Fehler zu umgehen, gibt es natürlich Seiten im Netz, die euch wirklich zeigen, was ihr benötigt, was ihr braucht bzw. was ihr beachten müsst. Und ich kann euch die Seite drohnen-camp.de empfehlen. Habe ich euch in der Videobeschreibung komplett mal verlinkt. Und da gibt es eine Rubrik und die nennt sich Fliegen im Ausland. Und da hast du wirklich alle Informationen. Die haben sich richtig Mühe gegeben. Du hast eine Weltkarte und auf dieser Weltkarte kannst du dann das jeweilige Land anklicken, wo du hinfliegst und dir wirklich alle Informationen ziehen. Da gibt es dann die Behörden, die für dich verantwortlich sind. Dann gibt es die Drohnengesetze, die in diesem Land gelten. Bei der EU ist es natürlich klar, sind die relativ gleich. Aber was machst du zum Beispiel in Amerika, in Brasilien, in Thailand bzw. irgendwo anders? Das musst du wissen und da empfehle ich euch wirklich diese Seite. Da hole ich mir persönlich die Informationen für meine Auslandsreisen immer perfekt ab und das hat bis jetzt immer funktioniert und gestimmt. Die aktualisieren das auch. Also da gibt es von mir mal ein riesengroßes Lob an drohnen-camp.de. Das ist wirklich eine Seite, die im Internet nicht fehlen darf und die dich informiert in allen Dingen, was jetzt sozusagen Gesetze für die DJI Mini 4 Pro angeht, in jedem Land der Welt. Ich persönlich war jetzt mit der DJI Mini 4 Pro in Österreich, in Italien und jetzt wiederum in Spanien, genauer gesagt auf Fuerteventura, hier auf den Kanarischen Inseln. Und hier kann ich euch Erfahrungen berichten, die ich mittlerweile schon gemacht habe. Wenn du nach Österreich fährst, gerade in die Skigebiete und überall hin, versuch dir eine Genehmigung zu besorgen. Da gibt es momentan auch richtig Stress, wenn du da sozusagen über irgendwelche Skifahrer hin und her fliegst. Da geht genau wie bei uns eigentlich nicht viel ohne Genehmigung, es sei denn, du bist in einem Bereich, wo wirklich nichts los ist, direkt in den Alpen, wo du wirklich mal schöne Aussichten hast und so weiter und so fort. Da hast du dann das Glück, dass du dann ordentlich vernünftig fliegen kannst. Aber überall, wo Skigebiete sind, da wird es dann mit der DJI Mini 4 Pro kompliziert. In Italien sogar noch komplizierter, weil in Italien gibt es ganz viel Militärbasen. Gerade im Mittelmeer hast du dann das Problem, dass natürlich ganz viel Militär dort vor Ort ist und da musst du natürlich richtig gucken. Also informier dich vorher. Drohnengesetze laut EU natürlich gleich. Und die Drohnenflugzonen gibt es natürlich auch dann mit Karten für Italien und für Spanien, dass du dich da ordentlich informieren kannst. Aber in Italien ist es wirklich schon im Laufe der Zeit, also ich war jetzt da und dann wieder vor 4 Jahren da, richtig krass geworden. Die gucken da wirklich hin und jetzt an irgendwelchen Gebieten, in Waldgebieten oder jetzt in der puren Natur, wie immer, klar, wo keine Menschen sind, da hast du natürlich mehr Glück zum Fliegen. Aber die Drohnenbestimmungen, die ziehen überall an, nicht nur bei uns in Deutschland, sondern wie gesagt, Italien war für mich relativ krass. Dann gibt es natürlich noch Gibraltar und Gibraltar unten Spanien, die Ecke kennt ihr, gegenüber von Afrika. Wer da in den Urlaub fährt,
brauchst du die Drohne eigentlich gar nicht mitnehmen, weil da ist komplettes Sperrgebiet mittlerweile aufgrund dieser Drogenstrecke, die sozusagen von Afrika nach Gibraltar herrscht. Da gibt es dann, wie gesagt, illegale Drogenlieferungen und alles andere. Und wenn du da mit der Drohne fliegst, bist du erstmal potenzieller Drogenschmuggler und wirst natürlich auch durchsucht. Deine Drohne wird konfisziert, dein Material wird angeschaut und so weiter und so fort. Wenn nichts war, klar, kriegst du die Drohne wieder zurück, aber das muss man alles nicht haben. Das muss man auch im Vorhinein wissen. Was ich festgestellt habe, Kanarische Inseln, Strände, Fuerteventura, Gran Canaria und alles andere, da hast du, wie gesagt, auch die Möglichkeit, dir Genehmigungen zu holen. Das gibt es hier vor Ort bei der spanischen Behörde, kannst du auch im Netz machen. Oder du gehst einfach hin. Wir sind ja heutzutage nicht mehr so, dass wir allzu viel reden bzw. Leute ansprechen. Aber das, was ich mache, ist einfach direkt zum Rettungsschwimmer gehen, fragen, kann ich mit dieser Drohne im hinteren Bereich des Strandes um die und die Uhrzeit drehen? Ist das möglich? Wenn der Ja sagt, dann hast du von ihm die Genehmigung, das ist sein Strand und das funktioniert. Vorher natürlich direkt auf die Karten gucken, wenn hier natürlich militärisches Sperrgebiet ist, dann kann er auch viel erzählen, dann darfst du das einfach nicht. Aber hol dir einfach so eine Rückversicherung, dass du das sozusagen dort vor Ort immer machen kannst. Du kannst auch zur Polizeistation vor Ort reingehen, kannst fragen, kann ich hier bei euch in folgenden Gebieten fliegen? Klar, musst du das auf Englisch machen oder auf Spanisch, auf Deutsch wirst du da nicht so viel erreichen. Aber du kannst auch, wie gesagt, mit den Behörden und mit den Leuten vor Ort reden. Das ist eine weitere Möglichkeit, anstatt sich da stundenlang im Internet rumzuklicken und doch nicht alle Informationen zu bekommen. Rede einfach mit den Leuten, dann hast du manchmal mehr Erfahrung. Und es gibt natürlich auch Polizisten, das hatte ich hier gehabt, die selber Drohnen haben und die können dir sagen, hier kannst du fliegen, da kannst du fliegen, das ist gut. Hier hast du einen schönen Spot, da kannst du was Schönes machen, habe ich alles schon durch. Aber nicht vergessen, reden und kommunizieren und nicht immer nur am Internet hängen und irgendwo klicken und denken, das ist gut. Mich interessiert natürlich auch, was euch mit der DJI Mini 4 Pro schon passiert ist im Ausland. Wie war es? War es besser als in Deutschland zu fliegen? War es schlechter als in Deutschland zu fliegen? Das Ganze hier einfach mal in die Videokommentare mit reinschreiben. Lasst uns eine Runde quatschen über eure Auslandserfahrung mit der DJI Mini 4 Pro. Vielleicht habt ihr auch noch ein paar nette Tipps, die man unbedingt beachten sollte, die ich jetzt vergessen habe. Würde mich mal interessieren. Also alles, was ihr sozusagen an Erlebnissen habt, rein in die Videokommentare. Viele nehmen natürlich die DJI Mini 4 Pro mit ans Meer, so wie ich, hier Fuerteventura direkt am Strand und haben natürlich dann das Verlangen, auch diese Drohne am Meer zu fliegen, was natürlich richtig Spaß macht. Ein paar kleine Tipps gibt es noch für das Meer und zwar der erste Tipp, immer das Akku auf 30% lassen, dann zurückfliegen, wenn du über dem Meer fliegst. Der Grund ist natürlich folgender, ganz easy, hier ist der Wind jetzt momentan still und entspannt, aber guckst du zu den Wolken hoch bzw. zum Leuchtturm oder zu anderen höheren Punkten, dann siehst du schon, dass sich da was bewegt. Und der Grund ist natürlich der, dass in 50 Metern bzw. 100 Metern ganz andere Wetter- und Windbedingungen herrschen am Meer, als du sie kennst. Und wenn du jetzt übers Meer fliegst mit der DJI Mini 4 Pro und dort in 50 bis 80 Meter richtig Wind herrscht, dann hat die natürlich Riesenprobleme zurückzukommen. Und wenn du mit dem Akku unter 20% sein solltest und hier deinen Rückflug eingestellt hast, dann kann es natürlich passieren, dass das Akku nicht mehr reicht für den Rückflug und die Drohne dir dann direkt ins Meer stürzt. Also Faustregel, ich mache das meistens so 30%. Bei 30% wird zurückgeflogen, gelandet, Akkuwechsel, da kann eigentlich nichts passieren. Und selbst wenn so schönes Wetter ist wie jetzt, kann das natürlich am Meer umschlagen. Es können im oberen Bereich 50 bis 100 Meter ganz andere Winde sein. Also geht da auf Nummer sicher und wechselt euer Akku relativ frühzeitig. Solltet ihr am Strand fliegen, dann nutzt einfach die Morgen- und die Abendstunden. A sind es die besten Bilder, du hast die goldene Stunde, dann am Abend und am Morgen hast du natürlich den Sonnenaufgang. Hier sind noch sehr wenig Leute dann am Strand. Gegen Mittag und Nachmittag wird es dann natürlich immer mehr. Versucht, Menschenansammlungen zu meiden. Darfst du eigentlich sowieso nicht über Menschen rüberfliegen. Aber einfach mal morgens und abends fliegen, warum nicht? Das ist genauso schön und du hast den Strand wirklich, wenn du hier um 7 oder 8 Uhr aufstehst, für dich. Da kommen mal ein paar Jogger vorbei, mit denen kannst du dich unterhalten, das macht auch totalen Spaß. Aber wie gesagt, Morgen- und Abendstunden am Strand sind die besten Drehzeiten.
Noch ein wichtiger Fakt, wenn du am Strand unterwegs bist, sind Vögelschwärme. Denn die kleine DJI Mini 4 Pro, die dröhnt zwar vor sich hin, fliegt auch vernünftig, aber gegen einen Vogelschwarm von so großen Möwen hat die natürlich keine Chance. Und je nachdem, ob die angriffslustig sind oder gute Laune haben, ist es natürlich möglich, dass die Vogelschwärme deine Drohne angreifen. Alles schon passiert. Und deswegen, wenn du das aus der Ferne erkennst, einfach tiefer fliegen bzw. Drohne zu dir holen. Und dann kann meistens nichts passieren. Ist natürlich dann nicht so schön, wenn die vom Vogelschwarm angegriffen wird und einfach abstürzt. Auch noch ein interessanter Punkt, die meisten von uns werden es natürlich wissen, starte deine DJI Mini 4 nicht im Strandsand. Das ist das Fatalste, was du tun kannst, denn hier gibt es überall kleine Öffnungen für die Belüftung und für andere Dinge. Und dieser kleine Strandsand ist das Gefährlichste für Technik an sich, auch für die DJI Mini 4 Pro. Also immer ein Landepad mitnehmen, beziehungsweise wenn du das Landepad vergessen hast, dann nimm einfach das Hotelhandtuch mit. Das nimmst du dir sowieso mit, um dir den Körper abzutrocknen. Auf dem Hotelhandtuch startet und landet sich die Drohne natürlich ideal. Da kann dann nicht so viel passieren. Nicht vergessen, nicht im Sand starten, beziehungsweise du kannst sie natürlich auch aus der Hand starten und aus der Hand landen, kein Problem. Aber es sollte nie in den Sand gehen zum Start und zur Landung. Das ist fatal. Wenn ihr euch den Ort, wo ich bin, mal anschauen wollt, dann einfach auf meinen Kanal gehen bzw. hier den verlinkten Film anschauen. Ich hatte da zum Glück einen Dreh mit einem Fernsehteam und musste mich um keine Genehmigung kümmern. Das haben die alle gemacht und was da rausgekommen ist bei diesem Dreh, das zeige ich euch in dem Video. Also wer Lust, Zeit und Laune hat, könnt ihr gerne mal reinschauen. Nicht vergessen, alle wichtigen Infos und Zubehör in der Videobeschreibung. Und das war's schon wieder für dieses Video. Ich bedanke mich bei euch fürs Anschauen. Sehr gern bis zum nächsten Video und damit tschüss, bye bye und winke winke.